Petonos Produktshow. Unsere Produkte, eure Show. Seid gespannt und bleibt tierisch entspannt. Und begrüßt mit mir unseren Moderator Markus Oehlemann. Tada! Da bin ich. Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von PPS. Ich hoffe immer noch, dass das nicht für eine komische Abkürzung steht, die ich nicht weiß. Schreibt es in die Kommentare, wenn das eine komische Abkürzung ist. Also bei uns heißt PPS Petonos Produktshow und nichts Richtig. anderes. Das erste Mal neues Format, das Ganze zu zweit vor der Kamera. Und das heute wird so ein bisschen albern. Das heute wird so ein bisschen Game Show-mäßig. Yes. Ihr kriegt schon mit vom Vibe und von dem Intro und sowas. Heute ist so ein bisschen, heute machen wir ein bisschen Quatsch. Aber Mach mal Quatsch. du bist auch dafür da, um uns heute so ein bisschen was zu erklären, Markus. Ja. Weißt du denn, wie das Ganze hier funktioniert, wie das jetzt ablaufen Ja, wird? soweit ich das mitbekommen habe, wir gehen in unseren Online-Shop. Ja, richtig. Wir haben ja ganz viele, ich glaube, wir haben über 2.500, knapp 3.000 Artikel im Shop. Ja. Wurde mir gesagt. Produkt von 0 bis oder von 1 bis 999. Ne? Artikelnummer. Wir gehen nach Artikelnummern, so habe ich das verstanden. Du wählst willkürlich irgendeine Artikelnummer aus. Keiner weiß von uns, was es am Ende wirklich ist. Und dann haut uns irgendein Produkt hin und ich erkläre euch was zu diesem Produkt. Das war sehr treffend, auf jeden Fall. Also PPS ist dafür da, um euch so ein bisschen auf geckige, spielerische Art und Weise erstens unseren Online-Shop, den ihr gerne besuchen könnt, darauf hier mit Fokus lenken und natürlich auch so ein bisschen zeigen, was haben wir denn überhaupt alles. Weil zu allem jetzt irgendwie ein Produktvideo machen, das wird nicht funktionieren. Also da sind auch Sachen dabei, die sind super langweilig. Ja. Aber dafür haben wir jetzt PPS und jeden freue mich. Quatsch, den wir... Quatsch. Ja, es kann ja tatsächlich irgendein Quatsch dabei sein. Da kann, Haben wir denn Quatsch bei Petonos? es könnte, weiß ich jetzt nicht, irgendein Deko-Element, keine Ahnung, was auch immer, irgendein... Totenkopfstein oder so. Irgend sowas, genau, Ja. irgend sowas. Ne? Ja. Könnte Also es kann ja- alles dabei rauskommen, Genau. theoretisch, solange es im Online-System Und zu dazu finden muss ich ist. dann halt irgendwas erzählen, auch wenn es eigentlich ein Quatschprodukt ist. Aber das, Dazu ich musst glaube, du das irgendwas macht erzählen. mega lustig. Ich freue mich drauf. Denkst du dir die Artikelnummern aus? Wer denkt sich die Artikelnummern aus? Da kommen wir gleich dazu. Ach so, Warte wir kommen- kurz. Okay. Ihr seht, ich bin wieder sehr gut vorbereitet heute. Wir brauchen eine random Zahl, also irgendeine Artikelnummer im Endeffekt. Genau, und dann habe ich einfach eine App, mit der ich das Ganze random generieren kann. Nummern zwischen 100 und 999. Okay. Das ist jetzt die erste Ausgabe, ist so ein bisschen die Pilotfolge, wenn man es möchte, weil noch nicht alle Sachen fertig geworden sind dafür. Ich sag vorher, es kann manchmal vorkommen, dass es 2 Artikel sind, die rauskommen bei einer Zahl. Da können wir uns dann einen aussuchen. Es kann aber auch sein, es gibt eine Niete. Und ich habe noch nichts gefunden, was Markus betrifft, was er dann machen muss, wenn es eine Niete ist. Ob es dafür irgendwas gibt. Ich hatte ja eine Idee. Hast du eine Idee? Ja, hier eine Flasche Schnaps mit kleinen Shots und immer bei einer Niete muss ich so einen kleinen Das Schuss kommt richtig gut, wenn ich dich Ja. so. Aber es wird vielleicht unterhaltsamer machen, dass du irgendwann auch wirklich. Hast du Ideen, was Ich das glaube, machen umso kann? länger die Show, umso lustiger wird sie. Aber wir könnten vielleicht einen ekligen Schnaps. Also, oder muss ja kein Schnaps Kräuter sein. mag ich gar nicht. Ich will dich hier nicht Kräuter trinken lassen, Markus. Das ist nicht werbefreundlich, wir können dich hier nicht Kräuter trinken. Aber irgendwas so Gurkenwasser, irgendwas, was eklig ist. Aber wir kommen da rein, wir kommen hinter das System und werden noch feststellen, was für Fehler vielleicht in der Planung sich eingeschlichen haben. Ja, dann starten wir einfach mal. Ihr kriegt es auch nochmal eingeblendet. Die erste Zahl ist die 150. Ich bin so gespannt, was jetzt kommt. 150 ist schwierig, weil 150 hat 42 Artikel. Wie geht das denn? Solange es keine 42 Nieten sind und ich 42 Schutz trinken muss. Okay, wir nehmen die 523. Sehen das die Leute überhaupt? Ich mache das nochmal so. Kannst du auch, aber ich hab's auch. 523. Aber ich film's auch ab, also in der Theorie müssten sie, haben sie die Ansicht auch nochmal hier irgendwo unten drunter. Ganz kurz noch, also das heißt, wenn jetzt ein Artikel kommt, den hole ich jetzt. Okay, gut. Oh, das ist eine Niete. Oh, Es geht gut schade. los hier. Kein Schnaps da. So, die nächste. 695. Wir sind beim ersten Artikel. Endlich. Hat eine Weile gedauert. JBL Proflora CO2 Typhoon Tube. Transparent. Ich eile. Das Ganze kommt mit 5,95 € für euch im Angebotspreis aktuell daher. Wir haben aber gerade Black Friday. Sozusagen. Da Da er. ist es. Genau. Das ging auch fix. Ja, das in unserem 2000 Quadratmeter Laden. Herr Oehlemann, jetzt fällt mir schon der erste Disput auf, den ich Was? hier, der erste Fehler. Ich Wo habe denn? jetzt schon den Leuten den Preis gesagt, den sie auch sehen quasi. Da steht ein anderer Preis drauf. Kurz zur Erklärung, das ist der Unterschied zu Online- zu Shoppreisen. Leidiges Thema, aber ja. Leidiges Thema, Shoppreise sind immer etwas günstiger wie die Preise im Ladengeschäft, weil hier kauft ihr quasi auch ein bisschen die Beratung mit und online nicht. Deswegen ist es im Shop 1 € teurer, 6,95 €. Das- Online Da wird 5,95 €. abgerechnet, was die YouTube-Werbeeinnahmen quasi vom Produkt nochmal dazugeben. Ja, genau. So, wir haben den Typhoon Silikon CO2 Spezialschlauch.
Ja. noch einmal in die Kamera. So, und ich erzähle euch jetzt etwas zu diesem CO2-Schlauch. Das ist quasi Schlauch. Nein. Was haben wir denn für eine Länge? Genau, nein, ich mache das ordentlich. Okay. Wir haben hier von JBL einen CO2-geeigneten Schlauch, 3 Meter lang, in transparent. Viele wollen immer transparent lieber wie schwarz, weil schwarz sieht man natürlich im Aquarium. Transparent fällt nicht ganz so sehr auf. Und das Wichtigste überhaupt, er ist halt CO2-beständig. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt ganz normalen Luftschlauch nehme, der wird durch das CO2 im Laufe der Zeit porös, spröde und wird undicht. Und dieser Schlauch ist quasi CO2-resistent, hält über viele, viele Jahre durch, ohne halt, spröde zu werden und ohne dass CO2 entweichen kann, sozusagen. Das zu dem Schlauch. Ansonsten 4,6er Durchmesser, der Klassiker. Genau, wie man's 4,6 kennt. mm, der Klassiker aus der Aquaristik, genau, also die gängige, genormte Größe für CO2-Anlagen. Kann ich ihn denn nur für CO2-Anlagen benutzen? Nein, du kannst ihn auch für alles andere nutzen. Du kannst ihn auch für eine ganz normale Membranpumpe benutzen, aber gedacht ist er ja eigentlich für CO2-Anlagen. Genau. Ja. Vielleicht noch interessant, der ERN. Soll ich euch noch den ERN sagen? Nein. Ihr merkt, wir wissen noch nicht ganz, wie viel Markus dazu erzählen soll. Eins noch ganz kurz. Ich denke, dass die jeweiligen Produkte wahrscheinlich dann unten verlinkt werden, nehme ich mal Genau, an. die findet ihr alle unten in der Videobeschreibung, wenn euch Hab ich irgendeiner davon wirklich interessiert. Genau. Okay. Produkt Nummer 1 würde ich sagen, Haken dran, weil mehr gibt es dazu nicht zu Na, sagen. kannst du gerne auf den Tisch legen. Da sammeln sich dann die ganzen Sachen so, das ist der Plan zumindest. Nächstes Produkt. Die 144 wurde. Aber ich finde, wir müssen das in die Kamera halten. Du kannst das gerne dass die tun. Leute das dann dass die auch sehen, dass das ein Zufallsprinzip ist. Nicht, dass sie denken, dass das irgendwelche Mikrobelift Night Out. Auch tolles Produkt. Night Out 2, Naja, so heißt das Produkt zumindest. bis gleich. Da bin ich wieder. Wahnsinn. Night Out 2. Ich habe jetzt mal die größte Flasche extra genommen. Da gibt es in 3 verschiedenen Größen, aber hier ist am besten für euch zu erkennen. Gibt es in 118 Milliliter, in 236 Milliliter und 473 ml. Ist ein Bakterienpräparat. Ne? Wie gesagt von Mikrobelift, also Firma AK. Wie ich finde, eins mit der besten Bakterienpräparate, die es auf dem Markt gibt. Ne, es gibt noch so ein paar andere. Söll macht zum Beispiel noch sehr gute Bakterienpräparate. Söll ist auch immer sehr, sehr hoch im Kurs. Ganz genau. Und, aber ansonsten finde ich wirklich die Bakterienpräparate von AK bzw. Mikrobelift eigentlich somit die besten überhaupt. Die Night Out Bakterien sind speziell dafür entwickelt worden, um Aquarien zu starten. Ne? Ja, ich sage jetzt mal Nitrobacter-Bakterien sozusagen. Das sind die wichtigsten Bakterienkulturen, die man am Anfang, wenn ich ein Aquarium zum Laufen bringe, die ich dem Aquarium zugebe, sodass das Aquarium schneller einläuft. Ne? Vom Prinzip her geht es natürlich auch ohne Bakterienzugabe, dauert aber richtig. deutlich länger. Von daher ist es eine ganz, ganz gute Sache. Also ich kann es prinzipiell eigentlich nur jedem empfehlen, der wirklich ein Aquarium einfährt. Spielt auch keine Rolle, ob Süßwasser oder Meerwasser. Dieses Präparat geht wirklich für Süß- und Meerwasser. Das ist ein guter Punkt, ja. Genau, hat auch bei beiden natürlich denselben Effekt sozusagen. Es verkürzt deutlich die Einlaufzeit von dem Aquarium. Also es sind quasi die Bakterien, die am Ende Ammonium bzw. Ammoniak umwandeln in NO2, also Nitrit, und von NO2 in NO3, also von Nitrit in Nitrat. Ne? Die Bakterien sind dafür verantwortlich, um es ganz einfach zu sagen, um das Wasser fischgerecht zu machen, beziehungsweise Ja, Nitrit also unterhalb von einem letalen Wert zu halten. ja, genau, weil Nitrit ist natürlich für Fische schädlich. Ne? Ja, die Bakterien sind dafür verantwortlich, um das ins ungiftige Nitrat, sage ich jetzt mal, einfach umzuwandeln. Genau. Dann machen wir weiter mit Produkt Nummer 3. Mal schauen, ob wir weiter einen Lauf haben. Die 586. Also Herr Oehlemann, wir haben das Oasis Scaperline 90 Grau Set. Was für ein tolles Produkt. Wahnsinn! Es Ich ist bin so gespannt, wie du das jetzt herbringen wirst. Ja, könnte etwas schwierig Schön, sein. dass in der ersten Folge auch schon Aquarium dabei ist. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, schwierig, ne? Kann ich jetzt schwer herholen. Soll ich jetzt trotzdem was dazu erzählen? Gerne. Also ich habe gedacht, du erzählst gerne aber trotzdem, was du nee, weißt. ich wusste ja nicht inwieweit, weil ich kann natürlich jetzt nicht zeigen irgendwie. Genau, also ich werde gucken, ob ich euch ein bisschen was einblende. Ihr seht ja auch die Shop-Seite. Ich hoffe, das ist mit Aquarien ganz okay. Aber es ist ein ziemlich cooles Set und wir haben ja zumindest eins in dieser Linie sogar im Laden stehen und auch Ja. Videos auf diesem Kanal, falls euch das interessiert. Aber bitte, Markus, was hat's denn mit dem Oasis Scaperline 90 Grau Set auf sich? Es muss jetzt nicht unbedingt grau sein, es kann auch eine andere Farbe sein. Aber wir haben grau gezogen. ja, okay, es gibt es noch in weiß, es gibt es noch in schwarz, es gibt es noch in diversen anderen Farben. Nur kurz zur Erwähnung. Diverse andere Farben. Diverse andere Farben. Es ist gemein, wenn ich die Fehler finde, oder? Es gibt doch keine anderen Farben noch. Nee, stimmt. Entschuldigung, habe ich mit Highline verwechselt. Tut mir leid, weil Highline gibt es wirklich noch in anderen Farben. Scaperline gibt es, glaube ich, nur in weiß und schwarz. Na und grau. Und grau. Verdammt. Anthrazit, sage ich doch, gibt es noch in anderen Farben auch. Aber wo sehen wir denn jetzt, was es alles für Farben gibt? Ach, hier. Okay. Im Betonus Online-Shop findet ihr alle Informationen zu diesen Artikeln. Also auch, Richtig. was wir hier vergessen könnten, unter anderem.
Alles im Link. Nochmals, diesen Schrank gibt es in Grau, in Schwarz, in Weiß und Anthrazit. Was zeichnet das Gaberline-Becken aus? Ganz einfach die Qualität der Verarbeitung. Also die Verarbeitung dieses Aquariums, die Qualität. Es ist ein Ultra-Weißglas. Die Kanten sind auf Gärung geschnitten, 45 Grad aneinander gesetzt, transparent geklebt. Ich glaube, jeder Scaper, der mal so ein Oasebecken in Live gesehen hat und sich die Nähte, generell die Verarbeitung des Glases angeguckt hat, ist eigentlich, denke ich, hellauf begeistert. Also, Gerade auch Weißglasbecken an sich haben eine sehr erstarkte Fanbase gefunden, glaube ich, Ja. in den letzten Jahren. Also zumindest hat man das Gefühl, es gibt vermehrt Weißglasbecken oder Nachfrage danach. definitiv. Gerade, wie gesagt, unter den Scapern ist Weißglas eigentlich so das Nonplusultra. Das auf Gärung schneiden, hier 45 Grad aneinander kleben, das ist noch so ein bisschen Highlight. Das machen viele andere Hersteller. Oder ich kenne eigentlich gar keinen anderen Hersteller, der das macht. Ne? Auch so die Kanten, der Schliff der Kanten und so weiter. Also wirklich. Es gibt schon andere Hersteller, die es auch machen, Ja, tatsächlich. wer macht das noch auf? Weiß ich gar nicht. Ich dächte, dass ADA-Becken auf Gärung auch geschnitten Ja? sind, zumindest einzelne rein. Bitte lynch mich nicht, wenn ich da falsch liege. Da stecke ich nicht so drin in dem Produktsortiment. Aber ich glaube zumindest UNS und ADA oder sowas, die machen das Okay. schon. Man muss dazu sagen, aber da sind wir nicht bei dem Artikel, denn das ist hier das Set mit Unterschrank dazu. Die sind deutlich teurer. Wahrscheinlich auch mit Schrankset, falls es das gibt, aber es gibt zumindest die Glasbecken und da weiß ich, hat Oase einen sehr attraktiven Ja. Preis. Aber dazu würden wir erst nur kommen, wenn wir auch dem Produkt den Artikel gezogen hätten. Jetzt sind wir bei, 1014,95 € Für das komplette mit Set. dem Schrank. Jawohl, mit dem Schrank. Man muss dazu sagen, der Schrank ist das teuerste an dem ganzen Set, weil ich glaube, nur allein das Becken, ich glaube, das ist um die 300 €, 350 €, glaube Könnt ihr ich. im Shop suchen. Könnt ihr gerne im Shop suchen, genau. Müsst ihr auf eine andere Folge warten, wo wir es ziehen. Vielleicht ist der nächste Artikel jetzt das Becken, das wäre sehr Fakt schön. ist, der Schrank ist definitiv deutlich teurer wie das Aquarium selber. Ne? Ja. Wobei auch die Verarbeitung des Schrankes sehr, sehr gut ist, muss man auch Ist dazu gut, sagen. ja. Hat viele coole GIFs, sage ich mal, gerade mit der Magnethalterung, Open-Close-System, also sozusagen dieses Drucksystem, dann springt die Tür auf und könnt ihr schön sachte wieder schließen. Seitlich links und rechts am Schrank habt ihr Ausgänge für die Schläuche. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Vor allen Dingen variabel, also ihr könnt die verschieben, diese Seitenteile. Also das ist ziemlich cool Sind auch gemacht. magnetisch gesichert. Die sind magnetisch gesichert, genau, dass sie nicht rausfallen. Kenne ich auch keinen anderen Hersteller, der das so macht tatsächlich. Also ist mir auch Genau, nicht bekannt. verstellbare Standfüßchen gibt es auch wieder. Von innen verstellbare Standfüße Von auch innen. finde ich sehr, sehr wichtig. Genau, weil bei vielen Herstellern ist es so, du musst dann vorab unten an den Füßchen drehen. Hier kannst du von innen im Schrank mit einem Imbus, also selbst wenn das Becken draufsteht und voll ist, könnt ihr immer noch die Standfüße verändern. Also das finde ich auch sehr wichtig. Und was auch sehr schön ist, ist die Auflage für den Filter, für den Außenfilter, dass die herausziehbar ist. Ne? Dass Genau, wenn genau. ihr an den Außenfilter ran müsst den aufmachen, müsst den säubern, ihr zieht den raus, habt den komplett draußen und habt ein viel einfaches Handling mit dem Filter. So ein kleines Podest, Ja. was sie da mal machen. Und sieht auch ganz nett präsentiert aus, muss man zugeben. Definitiv. Also, Also- es ist trotzdem immer noch nur ein Außenfilter. Ja. Ist nicht, dass man jetzt den Besuch vielleicht zeigen will, aber wenn man mal zeigen muss, kann man schön Ist schon cool. hervorziehen. So, wir haben auf jeden Fall schon den ersten Fehler hier. Die Bildschirmaufnahme wird ständig nicht gespeichert. Ich werde es jetzt einfach wirklich in die Kamera zeigen. Und wir kommen. Ich mache das. Gerne, gerne. So, gucke, dass ihr seht. Jetzt ist es die 586. Jetzt ist es die 899. 899, genau. Oh, JBL Tropol 100 Milliliter. ich eile. Oder willst du schnipsen? Du kannst auch schnipsen, wenn du willst. Oh, das war Wie von Zauberhand. Mensch. Ja, Haben wir noch nie gemacht. nein, ich kann mich beamen. JBL Dropol. Auch ein ganz cooles Produkt, muss ich sagen. Auch ein recht wichtiges Produkt. Also zumindest für bestimmte Fischarten, wenn ich die halten und pflegen möchte. Vom Prinzip her ist es ein Wasseraufbereiter, der euer Wasser, wie soll ich sagen, mit Huminsäuren versorgt. Ist ein Schwarzwasserextrakt sozusagen. Also ich weiß nicht, ich kann dir mal kurz erklären. Südamerika, Amazonas, Schwarzwasser und das Tropol macht quasi aus normalem Leitungswasser Schwarzwasser. Heißt, es senkt euren pH-Wert ab, ne? Es senkt leicht eure Carbonathärte ab, leicht. Leicht. Und wie gesagt, gibt dem Wasser viele, viele Huminsäuren zu. Und Huminsäuren sind sehr, sehr wichtig. Die Fische brauchen Huminsäuren. Ne? Von daher, wie gesagt, Fische, die weiches Wasser mögen, die aus diesem Gebiet kommen, für die ist das essentiell. Und von daher wirklich, wie ich finde, ein recht wichtiges Produkt. Man kann natürlich diese Huminsäuren auch anderweitig dem Aquarium zuführen. Das muss jetzt nicht unbedingt über dieses Präparat sein. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Nicht unbedingt flüssig auch. Es muss auch nicht flüssig sein. Ihr könnt auch über Blätter und Zapfen, Erlenzapfen und Co. auch diese Huminsäure in die Becken zuführen. Aber es ist halt ganz praktisch, weil es ist fix und fertig in flüssiger Form in der Flasche und ihr müsst es einfach nur dem Becken dosieren. Und es schafft dann so einen gewissen Schwarzwassereffekt. Also euer Wasser wird dann so leicht gelblich, bräunlich. Viele mögen das leider nicht. Das muss man Ja, auch dazu sagen. ja. Das haben wir immer wieder im Laden. Also ich mag es persönlich total
total. Ich bin Fan davon, aber viele sagen, nee, ich möchte kein dunkles oder braunes Wasser haben. Das gibt es natürlich auch, ohne dass das Wasser getrübt wird. Gibt es auch, nur nicht in der Form jetzt bei dem Präparat. Nicht bei dem Präparat, nein. Das sind dann meistens Genau. auf Katappa-Basis zum Beispiel, da weiß ich, dass es nicht färben kann. Genau. Ich finde es wirklich, das ist so ein essentielles Produkt, wenn du wirklich Fische halten und pflegen möchtest, die halt wirklich ein saures Milieu wollen, die ein weiches Milieu wollen. Da ist es eigentlich fast unabdingbar, sowas dem Becken zuzugeben. Ich überlege gerade, ob wir das nächste Mal, wenn wir diese Show machen, ob ich dir so einen Timer mache mit immer 1 Minute. Du musst 1 Minuten Pitch halten, um das Produkt jetzt richtig. Ja. Meinst du, das ist 1 Minute zu krass Bei für manchen dich? Produkten denke ich zu lang, bei manchen wahrscheinlich zu kurz. Das wäre aber auch ganz toll. Danach reden wir zusammen. Genau. Ich glaube, aber coole Sache auf jeden Fall, ja. Kurz und knapp halt, ne? Wollen wir das jetzt schon machen, beim nächsten Produkt? 1 Minute? Lass uns probieren. Ihr seid dabei. Wir verbessern unsere eigenen Formate. Wir sind noch bei der 8,99. Jetzt sind wir bei der 6,86. Ach, schau mal. Wir haben einen aufbauenden Artikel. Ja, JBL Proflora CO2 Taifun Glas. bis Midi. gleich. Und da ist er wieder. Aber Markus, warum steht denn jetzt im Online-Shop ausverkauft? Ja, weil ich noch Reservebestände habe. Also tatsächlich, Wir können ja nichts verheimlichen, wenn wir dieses Format machen. tatsächlich hatten wir im Regal jetzt, wir haben eigentlich wirklich keine mehr, die sind gerade ausverkauft. Ich habe aber noch einen gefunden und das ist auch noch die alte Verpackung. Die neue Verpackung sieht etwas anders aus, die ist nämlich grün. Und die alte Verpackung ist jetzt noch, also das gleiche Produkt, nur in der alten Verpackung ist aber noch blau. Genau, die andere sieht ja, kriegt ihr eingeblendet, sieht etwas anders aus. Dann 1 Minute Zeit für JBL Proflora CO2 Taifun Glas Midi. Let's go. Ganz einfach, klassischer CO2-Diffusor, Zerstäuber sozusagen, ne? Den ihr in eurem Aquarium anbringt. Ihr schließt eure CO2-Anlage an den Zerstäuber an. Und der Zerstäuber tut einfach das CO2, sagt man nicht, zerstäubt Die Bühne euer ist dir, CO2. Markus. Ich gehe ein bisschen aus dem Bild. Das ist jetzt dein Moment. Oh Gott, ich habe nicht mehr viel Zeit. Zerstäubt quasi euer CO2 zu ganz, ganz kleinen Bläschen, die sich natürlich deutlich einfacher im Wasser auflösen. Ne? Ganz einfaches Produkt. 2 Sachen, die mir bei dem Produkt nicht ganz gefallen, sage ich auch ganz ehrlich dazu. Er ist aus Glas ganz, ganz leicht zerbrechlich. Das heißt, ihr müsst wirklich ganz vorsichtig mit dem Teil umgehen, wenn ihr den Schlauch drauf steckt, weil er bricht sehr leicht weg. Und Punkt 2 ist, die CO2-Diffusorplatte ist hier nicht tauschbar. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil irgendwann ist sie zugesetzt und ihr müsst diesen kompletten Diffusor austauschen. Ansonsten ist es ein tolles Produkt, macht was es soll. Ja, meine Zeit ist abgelaufen, sorry. Da kam der Timer. Das ist ja viel besser mit der Minute. Das finde ich ja viel lustiger, als wenn du dir was aus den Fingern saugen musst. 1 Minute lang. Aber ich glaube, viel mehr hätte ich jetzt auch nicht mehr sagen Das fand können. ich jetzt wirklich richtig gut. Also, das machen wir so. Das finde ich noch unterhaltsamer für euch. Genau. Nee, cool. Ich habe ad hoc auch nicht wirklich was hinzuzufügen, muss ich sagen. Manchmal bin ich selbst immer verwirrt von den Herstellerangaben, wie jetzt hier 20 bis 400 Liter, für das Gerät geeignet wäre. Weil das ist schon sehr beckenabhängig, aber irgendeinen groben Richtwert müssen die Firmen ja geben. Richtig. Das Einzige, was ich jetzt gerade nicht weiß, vielleicht kannst du mir dabei helfen, warum heißt das Gerät noch Midi dazu? Weißt du das zufällig? Warum Glas Midi? Nein, kann ich dir leider nicht sagen, weiß ich auch nicht. Da war ich nämlich immer ein bisschen Schade, das wäre meine Chance gewesen, was weiter Ich zu überlege gerade, lernen. ob es verschiedene Größen gab, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es da Ich hatte auch verschiedene nicht, Größen genau, gab. exakt. Ja. Das ist Hätte auch mein ja Problem Mini damit. geben können, Midi, aber wüsste ich jetzt nicht. Ja, für knapp 13 € doch ein Artikel, den man vielleicht der eine oder die andere Ist in gebrauchen Ordnung, kann. wie gesagt, tut das, was es soll und es gibt auch bessere. So, möchtest du wieder Ja, deine... möchte ich. Das ist deine Lieblingsaufgabe hier. Jawohl. Oder? So, 6,86, zack, jetzt sind wir bei 9,69. Oh, das ist eine Niete. Weiter geht's. Achso, ich muss ja. 4,04. Ah ne, 4,64, Entschuldigung. Das ist da schwer zu erkennen auf dem Bildschirm. Oh, Oh, Mensch. bis gleich. Du musst vorher schnipsen und dann, Ach so. also reden und dann schnipsen, Markus. Das muss ein sehr seltsamer Schnitt gewesen sein. Okay, wir haben Sangokai, Sango, Nutri, Basic, Yes. 250 Milliliter. So sieht's aus. Gibt auch in verschiedenen Größen. Wie Na, gesagt. Moment, da musst Oh, wir ja. müssen noch deinen Timer, Markus. Jetzt wir Ach in so. einer Minute. Viel Spaß. Okay, Nutri, also Sangokai erstmal, ne? Vorab ist der Hersteller. Nutri Basic 2 gibt es in verschiedenen Größen, 250 ml, 500 ml und ich weiß nicht, ob es auch 1000 gibt. Auf jeden Fall in verschiedenen Größen. Kurz zur Erklärung, Nutri ist etwas schwieriger zu erklären tatsächlich, weil da müsste ich mehr in die Materie gehen. Es sind anorganische Spurenstoffe. Das ist ein Präparat, was ich meinem Meerwasseraquarium zuführe.
Da sind verschiedene, wie soll ich es erklären, da sind Metalle drin, Spurenmetalle sozusagen, die es einfach der Koralle einfacher machen, bestimmte Spurenelemente ins Gewebe aufzunehmen und einzubauen. Ne? Wie gesagt, ist jetzt in der Kürze der Zeit etwas schwer zu erklären. Es gibt ein komplettes System, das Sangokai-System, und da gehört das NutriBasic 2 einfach mit dazu. Ne? Ich habe dann 3 verschiedene Elemente und Basic 2 ist, wie gesagt, dafür verantwortlich, dass durch, ja, wie gesagt, Spurenmetalle andere Spurenelemente von der Koralle besser aufgenommen werden können. Da war die Minute schon rum. Ja, es ist auch, da müssten wir tatsächlich mehr in die Materie gehen, um das genauer zu erklären. Wie ich finde, ein sehr, sehr tolles Produkt. Ihr könnt es euch gerne dann in der Beschreibung nochmal in Ruhe durchlesen, weil Sangokai selber ist wirklich ein, wie ich finde, sehr, sehr tolles Versorgungssystem für euer Korallenriff-Aquarium. Und das ist ein Teil davon, was dazu gehört. Ich muss vielleicht an der Stelle mal sagen, es ist vollkommen okay, also würde ich zumindest meinen, wenn du nicht alles von denen weißt, weil ich wüsste auf jeden Fall nicht alles, wenn du jetzt aus der Kalten raus die Produkte nicht von A nach B komplett beschreiben kannst. Nee, dann, also jedes Produkt ins Detail kann ich auch nicht wissen, sorry. Also da müsste ich dann mich auch noch mehr, also im Groben weiß ich schon alles, was das für das zuständig ist, aber ja, genau. Also selbst wenn ich jetzt noch mehr erklären würde, das... Aber ich fand es auf jeden Fall sehr lustig zu sehen, wie du dir eine Minute lang überlegen musst, okay, was sage ich jetzt dazu? Ja, weil das ist natürlich ein Produkt, wo ich eigentlich sehr, sehr viel dazu erzählen kann. Das kriegst du in einer Minute schwierig. Also, deswegen habe ich gesagt, dass... Gut gerettet. Ja, es ist für die Koralle toll, dass die bessere Spurenelemente aufnehmen kann, ganz einfach. Okay. Ganz einfach Da gesagt. kann sich zumindest wieder was drunter vorstellen, denke ich. Man bekommt ein deutlich besseres Korallenwachstum dadurch hin. Wie viel wollen wir denn eigentlich machen? 10 Stück, haben wir noch gar nicht gesagt. Nee, das wusste ich jetzt aber tatsächlich auch nicht. Seht uns nach, dass die erste Ausgabe noch ein bisschen durcheinander ist, aber wir dachten, wir machen einfach mal und gucken halt, was passiert. Das ist so ein bisschen das Ding. So, meine Aufgabe des Abends. 580. Das wäre mit einer Animation wäre das irgendwie ein bisschen netter. So, Nico, im Schnitt kannst du dir vielleicht irgendwas überlegen? Mach mal irgendwas noch draus. 580, mal gucken, was es ausspuckt. Okay. Das baut ja auch wieder auf so ein bisschen auf eines der vorigen Produkte. Ja, das stimmt. Du hast es quasi auch schon erwähnt. Wir haben gezogen das Oase Highline Raumteiler OptiRide 300 Anthrazit. Ein klangvoller Name, Yes. über den uns Markus, also den Namen wird uns Markus jetzt in einer Minute quasi noch mit sehr viel mehr Details und Fachwissen zu dem entsprechenden Artikel beschreiben. Und deine Zeit läuft ab. Jetzt. Wie der Name selber so schon sagt, Highline Raumteiler. Oase hat mehrere Linien, Highline und Highline Raumteiler. Also normale Highlines sind quasi normale Aquarien, die rückwärts an die Wand stehen. Und dann gibt es die Raumteiler, wo mit Stirnseite an die Wand und der Rest ragt ins Becken rein. Und naja, auch hier wieder Verarbeitung. Ich glaube, viel besser geht's nicht. Was bei dem Highline anders ist wie zum Scaberline, hier ist geschlossen mit Abdeckung. Scaberline-Aquarien sind ja oben offen und das Highline-Aquarium ist quasi oben geschlossen. Hat einen wunderschönen eloxierten Rahmen ringsrum oben laufend. Und da drinnen oben in meiner habe ich verschiedene Beleuchtungsmöglichkeiten. Ne? Verschiedene LED. Es gibt Classic-LEDs dazu, es gibt Premium-LEDs dazu. Ansonsten auch hier Opti-Weißglas, geschliffene Kanten. Der Schrank ist etwas anders wie beim Scaberline Aquarium. Gibt es noch in etwas mehr Farben. Und da war der Timer um. Ich könnte jetzt noch deutlich mehr erzählen über das Aquarium, aber ich bin ja fertig. Das ist ja die Frage, ob wir das noch dann dürfen oder nicht. Das haben wir uns anscheinend, wir haben das Format anscheinend nicht gut genug überlegt. Ganz zum Schluss vielleicht noch, ich finde es von der Verarbeitung noch einen Ticken geiler wie die Scaberline Aquarien. Ist es Flaggschiff? Es ist das Flaggschiff von Linie, Oase, genau. Die Verarbeitung ist der Schrank ist noch hochwertiger gearbeitet wie vom Scaberline. Wir haben auf jeden Fall auch auf der Interzo 2022 haben wir das Becken gesehen, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube, das war das 600er. Das Das ist der Raumteiler, das war das 600er. Das war schon das 600er? Nee, du hast recht. Das wollte ich euch auch noch mal zeigen, das finde ich auch sensationell. Das ist der Raumteiler von Oase. Das hat 300 Liter, der Raumteiler. Also finde ich auch sehr, sehr schick. Ne? Super tolles Produkt. Mir gefallen optisch die Scaberline-Geschichten tatsächlich besser. Spricht mich mehr an. Aber man kann jetzt auch nichts wirklich was Negatives für diese Aquarien sagen. Also von daher. Ist halt ein geschlossenes System, ne? Und man hat kein auch wieder offenes System. dieses Podest hat man nur mit keinen kleinen Knauf. Du kannst es nicht so rausziehen. Hey, die Minute ist abgelaufen. Schon lange. Wollen wir wirklich eine Minute machen? Ist das jetzt so, Du hast damit angefangen. die Minute ist so deine, dass du das alleine erklären musst Ach so, und irgendwie okay. durch musst Ja, dann danach. mach weiter. Nee, gut, dann Minute. Ja. So. Blop. 372. Oha, das spuckt er mir 8 Treffer aus. Wie geht das denn?
7 Aquarien sind und einmal Aquadella Landscape Rock. Lass uns bitte einen neuen Artikel. Ich möchte einen neuen tippen, weil das ist blöd. Okay. So, the next. 800 glatt. Problem ist, dass da Das sehen die. stand Ja. davor da. Ja, dann machen wir halt hier, dann machen wir halt das Ding jetzt. Du hast noch keinen Bock auf den Stein hier. Nee, weil das ist sinnlos. Da freue ich mich aber jetzt in einer Minute drauf. Ja, dann hole ich halt den blöden Stein. Aquadella Landscape Rock 2. Aber ich glaube, das ist 3. Ist es denn schwierig zu finden, dieser Artikel? Ist der schon so vergriffen? Ist der schwer zu finden, der Artikel? Nein, ich habe ihn! Das Problem ist, wenn ich ganz ehrlich bin, die Schrift ist so klein, dass ich das gar nicht erkennen kann, ob das 2 oder 3 ist. Verstehe ich. Liegt nicht an meinen Augen, es ist einfach das Licht, die Gegebenheit. Deswegen kann ich das so schlecht erkennen. Verstehe ich. Ja. So, Sind Sie schon bereit? ich bin Schottler. Du hast eine Minute Zeit. Du darfst auch gerne innerhalb der Betonus Online-Shop-Seite dich umgucken, wenn du nach Inspiration suchst, um irgendwas zu beschreiben. Ich denke mal, das ist kein Erst mal eine Problem. Minute zum Lesen. Aber dann. Ja, weil so viel drinsteht, weil so viel geballte Informationsgewalt in diesen Seiten herrscht, da kann man Zeit verbringen, ne? Ja, kann man. Let's go. Halte ich nicht weiter auf. Ja. So, ihr Lieben, Aquadella Landscape Rock 2. Ja, Degostein, gefertigt aus Kunstharz und quasi danach eingefärbt. Eigentlich für einen, wie ich finde, für ein Plasteprodukt einfach mal gesagt, schon ziemlich cool, weil es sehr, sehr natürlich aussieht. Also man würde jetzt nicht im ersten Moment denken, dass es wirklich Plaste ist, sondern dass es wirklich Naturstein ist. Ansonsten gibt es da, glaube ich, da muss ich tatsächlich mal gucken, kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ja, aus Halbe Minute hast du noch. Polyesterharz halt, ne? Genau. Kostet 49,90. Finde ich für die Größe des Steins auch völlig in Ordnung. Ist innen quasi komplett hohl. Ne? Oben sind kleine Luftlöcher drin, Luft kann entweichen. So, ansonsten, ja, ungiftig, pH-neutral. Also ja gut, das ist vielleicht noch wichtig, dass es wirklich in keinster Weise die Wasserwerte verändert. Das tut es tatsächlich nicht. Ansonsten bietet halt den Fischen viele Versteckmöglichkeiten. Viele Höhlen, viele Löcher, viele Versteckmöglichkeiten. Das fiel dir erschreckend viel leichter als bei dem Aquarium. Ja. Ich fand, das war doch ein ganz okayer Pitch für halt eine Aquariumdekoration. Ja, also dafür, dass es einfach nur ein Stein ist. Dafür, dass du es erst gar nicht machen wolltest? Nee. Okay, gut. Haken dran. Jetzt kommen wir wieder zu was Ordentlichem. Wissen wir ja nicht. Wissen wir ja nicht, genau. Genau, sind wir schon bei 8 Artikeln? 1, 2, 3, 4. Natürlich. 2 Aquarien plus die Sachen, die auf dem Tisch stehen. Ja, hast recht. Gut, du kannst, das mit der 800 habe ich jetzt irgendwie reinschneiden müssen, Markus. Das hätte wissen, dass du abkürzen wolltest. Also wir sind jetzt bei der 800, ne? Ach, die nehmen wir jetzt einfach Achso, nee, auf. dann machen wir was Neues. Okay, dann machen wir was Neues. So, let's go. Zack, 312. Da gibt es ganze 2 Artikel. Und zweimal ist die Wahl zwischen Hobby Reptix und einer Kunstpflanze. Hobby Nehme ich natürlich das, wo es Apodogethon. mehr zu erzählen gibt. Bei einer Kunstpflanze gibt es jetzt nicht ganz so viel zu erzählen. Ich hole das First Aid. Och, Hier nochmal. Nee. So, da bin ich wieder. okay. Da haben wir's. Produktname ist jetzt ausgesprochen Hobby Reptix First Aid 100 Milliliter. Ganz genau. Und eine Minute beginnt ab jetzt. Macht es eigentlich für dich Sinn, dass ich dann rausgehe aus dem Bild oder willst du lieber... Du kannst auch gerne im Bild drin bleiben, wie du Ich möchtest. weiß ja manchmal nicht, was ich dann so machen soll, währenddessen, wenn ich nichts erzählen soll. Zuhören. Und von daher wirklich, ich finde, ein recht wichtiges Produkt. Ja, gut. Ab jetzt. So, dies ist ein Produkt, ist quasi eine flüssige Lösung zur Bekämpfung von Milben, Zecken und so weiter. Kann ich am Reptil, also nicht nur für Reptilien, das kann ich sogar auch für Nagetiere und so weiter verwenden. Das ist ein Extrakt aus Zitronen-Eukalyptusbaum, daraus gewonnen sozusagen. Ihr könnt damit eure Tiere einsprühen, ihr könnt das ganze Terrarium einsprühen, ihr könnt ihre Tiere damit einsprühen. Und das dient einfach dazu, um Parasiten langfristig zu bekämpfen. Also Parasiten heißt Milben, Zecken und so weiter. Solche Plagegeister könnt ihr mit dem Präparat bekämpfen. Es ist rein biologisch, es ist kein Biozid oder irgendwas. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr könnt das wirklich auf das Tier aufsprühen, nur die Augen etwas abdecken, komplett einsprühen. Das müsst ihr regelmäßig immer wieder machen über einen gewissen Zeitraum. Und damit werdet ihr eure Parasiten bei euren Lieblingen quasi los. Ganz einfach gesagt. Absolut unbedenklich und riecht noch sehr gut dazu.
Ich bin fast exakt auf die Minute gekommen. Ich bin gespannt, so in 3 Folgen davon machst du dann übelst einen krassen Pitch. Und Leute kaufen dann nur noch dieses Produkt. So wird Irgendwann das, kann ich bei QVC anfangen. meinst du, wäre das was? Ich weiß Das ist so eine Aquaristik-QVC-Sendung. Oder auch Terroristik. Jetzt kann man wenigstens ein paar Terroristik-Sachen Ja, sagen. das stimmt. Aber fand ich, hast du ganz gut vorgestellt, weil so viel mehr zum Artikel selbst ist halt auch schwierig tatsächlich. Ja. Aber auch gut zu wissen, dass sollte mal was passieren, man zumindest irgendein Mittelchen bei uns bekommt, wo man erstmal, oder was man so eine Art Hausapotheke für seine Ganz genau. Und es ist halt Terrarienpfleglinge immer haben kann. schwierig. Es gibt viele Produkte zur Bekämpfung von Parasiten, aber es gibt wenige Produkte, die ich direkt am Tier anwenden kann. Da muss man ein bisschen Ja. aufpassen. Es gibt viele Desinfektionsmittel, womit ich mein ganzes Terrarium desinfizieren kann und von Milben und Zecken befreien kann, aber nicht am Tier. Und dieses Präparat kann ich am Tier anwenden. Das ist halt das Schöne, weil es rein biologisch ist, wie gesagt. So, okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Artikel. Ja, ja. Krass, Wahnsinn, die Zeit geht rum. 6,79. Okay, ich bin gespannt. Mal gucken, ob es ein Niete ist. Nee. Verrückt. Okay, Ein weiterer Artikel der Pro-Flora-Serie von JBL. JBL Pro-Flora CO2-Zylinder 500U. bis gleich. Und da bin ich wieder. So, da ist er, das gute Stück. Kann ich schon. Wenn du magst, Also dann ich geht deine würde Zeit quasi direkt loslegen. ab Genau. jetzt. Wie gesagt, ihr Lieben, das ist von der Firma JBL. Ja, ganz einfach gesagt eine CO2-Flasche, ne, zur Versorgung eures Aquariums mit CO2. Das ist ein Einwegsystem, das heißt, die Flasche könnt ihr nur einmal benutzen. Wenn die Flasche leer ist, wird sie entsorgt und ihr müsst eine neue Flasche kaufen und sie dranhängen. 500 Gramm CO2 habt ihr zur Verfügung. Ansonsten gibt es jetzt gar nicht, ich überlege gerade, gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Ja, kostet 26,90 übrigens im VK. Also zumindest bei uns im Laden online 25,95. Ja, viel mehr fällt mir dazu tatsächlich nicht ein. Zeit, geh jetzt endlich zu Ende. Nein, wie gesagt, viel mehr kann ich jetzt auch nicht dazu Ich finde es sagen. geil, wenn du 10 Sekunden lang einfach versuchst, irgendwie zu überbrücken. Guck mal, ich kann auch Pause drücken. Dann die letzten 4 Sekunden wären sehr, sehr lang. Na gut. Aber ich finde das mit dem Timer tatsächlich Oh, meine Zeit ist deutlich- abgelaufen. deutlich entspannter irgendwie. Es ist lustig, wenn du dann musst. Aber viel mehr gibt es tatsächlich nicht zu sagen. Es ist einfach eine, wie gesagt, eine CO2-Flasche, ein Einwegsystem. Das ist das Wichtigste. Persönliche Präferenz, Einweg oder Mehrweg bei dir? Mehrweg, definitiv Mehrweg. Also ich bin kein Freund von Einweg, einfach nachhaltig. Keine Frage. Kostengründe, die Einweggeschichte ist auch im Verhältnis gesehen Ja. zu Mehrweg deutlich teurer Ja. wie, also ja, deutlich teurer wie Mehrweg halt. Ne? Und wie gesagt, er macht halt einfach unheimlich viel Müll auch, ne? Was nicht sein muss. Ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, wenn du keinen Händler vor Ort hast, Genau. wo du Genau. deine Mehrwegflasche relativ schnell füllen lassen kannst, dann verstehe ich das, dass man Einweg nimmt, ne? Aber ich finde es halt eigentlich nicht so toll. Verstehe ich, gehe ich mit auf jeden Fall. Ja, das irgendwie Ja. sehr. Ja, schade eigentlich. Wir sind ja schon fertig. Aber das Video ist lang genug, glaube ich, für YouTube an sich, damit ihr nicht so super gelangweilt seid. Und wir waren auch sehr durcheinander am Anfang. Wir müssen ja erstmal reinkommen in dieses ganze Szenario. Genau, das war unsere erste Show. Du kannst. Nee, nicht du. Nicht du. Du da draußen. Der oder die du da gerade rumsitzt. Ihr könnt uns gerne mal Feedback geben, wie ihr das Ganze von der Idee so findet. Ja, ich auch. Vor allen Dingen, habt ihr Verbesserungsvorschläge? Was könnten wir vielleicht noch anders machen? Dann gerne in die Kommentare unten. Gerne auch so ein bisschen Challenge-mäßig. Also mit Schnaps finde ich noch nicht so perfekt. Nein, das macht sich uns immer schwierig. Spaß. Aber so eine Strafe für Niete fände ich schon ehrlich gesagt ziemlich cool, um das Ganze noch ein bisschen mehr showmäßig zu machen. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Grundidee, um euch einfach unser Sortiment so ein bisschen vorzustellen, aber das Ganze nicht einfach so wie, ja, wir haben Artikel XY und ja, wir haben Artikel den und den, sondern das Ganze wenigstens ein bisschen random, ein bisschen spielerischer zu machen. Ich hoffe, das kam auch okay bei euch an. Einzelne Produktvideos wird es ja sowieso trotzdem mal geben für gerade Neuerscheinungen und sowas. Ja. Das davon ausgenommen, aber mit PPS so ein bisschen hier zeigen, was gibt's denn eigentlich alles so und auch wirklich Artikel, die wir zum Teil, glaube ich, noch nie, also bis auf so die Proflora-Geschichten, aber noch nie erwähnt haben. Wann würden wir denn diesen famosen Kunststein hier einfach mal euch zeigen können? Macht ja auch kaum Sinn in dem Video. Zum Glück famos und nicht vermoost. Cool. Also mir hat es mega Spaß gemacht. Das können wir ja relativ schnell mal reinschieben zwischendurch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, ob es euch gefallen hat, was ihr anders machen würdet, was wir besser machen könnten. Checkt Ja. die Produkte aus bei Checkt die Interesse Produkte- daran. Ganz genau.
Gut, ihr Lieben. Wir machen Feierabend für heute. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ach, wir müssen da 20 Videos. Jetzt hab ich's vergessen. Jetzt bin ich das erste Mal hier mit vor der Kamera, muss Videos anmoderieren, abspannen. Also, ab jetzt 20 Sekunden. Oder willst du? Nee, mach du mal. Okay, 20 Sekunden. Also, hier habt ihr ein Video. Das ist übelst krass. Keine Ahnung, was da kommt. Glaube bei Markus oben drüber. Ist bestimmt irgendwas mit Markus. Hier unten ist ein Video. Noch besser. Habt ihr noch nicht gesehen. Kann man mal sehen. Also wirklich, wirklich. Hier ist der Podcast. Wenn ihr mal reingucken wollt, da quatsche ich dann auch ab und zu mit, ob man es mag oder nicht. Hier ist noch eins und das ist das aktuellste Video, das letzte Hammer Video. auf jeden Fall. Ja, das finde ist ich immer wirklich nicht gut, das schlecht. müsst ihr Ja, gucken. ja. Mensch. Ja, jetzt aber glaube ich, chill. Dann gehen wir da mal raus. Ja.